Servus zusammen, in dem Video zeige ich euch, wie man das AGR-Ventil beim Opel Insignia reinigt. Wir schauen uns natürlich zuerst an, was man braucht. Unbedingt einen Bremsenreiniger, ein Putztuch, Drahtbürsten zum Reinigen. Dann, was braucht man, um das AGR-Ventil und das Rohr zu entfernen? Aratschen, Verlängerungen werde ich jetzt wahrscheinlich brauchen. Dann eine 10er Nuss, Torx 30. Wo ist er? Torx 30 und Imbus 5. Das ist das, was benötigt wird vom Material oder vom Werkzeug her. Mehr braucht es im Prinzip nicht. Und vielleicht einen Schraubenzieher, aber einen kleinen im Optimalfall. Einen Schraubenzieher könnt ihr, wenn ihr so einen Werkzeugkasten habt, da einfach den Schlitz auch tun. So einen schmalen. Und ja, dann sollte es alles funktionieren. Bevor ihr irgendwas macht, klemmt ihr die Batterie ab. Video ist oben verlinkt, wie man die Batterie abklemmt. Da zeige ich euch, wo sich das AGR-Ventil befindet. Ihr seht, wo es sich befindet. 3 Schrauben sind für das Rohr und 2 für das Ventil selbst. Und hinten noch unten beim Rohr sind noch 2 Schrauben, die das Rohr festhalten. Also 3 plus 2 plus 2, 7 insgesamt. Da zeige ich euch nochmal, wie die Schrauben ausschauen. Torx zweimal, 10er, 6-Kant dreimal und Imbus 5 zweimal. Schrauben lösen, dann unten die 2, das ist ein bisschen schwieriger, aber funktioniert, und dann das Rohr einfach herausziehen. Einfach umwackeln und dann wird das Rohr schon frei. Wie ihr seht, ist das Rohr echt nicht mehr sehr sauber. Ist wurscht. Das wird dann nicht sauber gemacht, aber Dichtring bitte nicht mit Bremsenreiniger oder was alkoholischen einsprühen. Der geht hin, Dichtring entfernen und getrennt sauber machen. Leider finde ich nicht mehr die Aufnahme, wie das AGR-Ventil selbst ausgebaut habe, aber ich zeige es nochmal da, wie beim Zustand. Also ihr habt eigentlich 2 Schrauben, eine oben, eine unten. Ihr schaut eigentlich von rechts, also das Kabel schaut, wenn ihr von oben schaut, nach links, und oben und unten ist dann die Schraube. Dann gibt es noch den Stecker. Ihr seht den Stecker, den zeige ich, wie man abmacht, aber nicht direkt an dem Stecker, sondern an einem anderen, der genau gleich aufgebaut ist, damit ihr es versteht und damit man es auch schön sieht. Heißt, die gelbe Sicherung einfach nach hinten ziehen, und wenn die befreit ist mit genug Kraft, also wirklich genug Kraft, wenn jetzt wirklich am Schraubenzieher am besten ist, hätte es nicht genug Kraft ausüben können in dem engen Raum hinten, also ihr hättet einfach nicht die Kraft haben dafür. Also Schraubenzieher und dann schön außerdrucken den Stecker, und dann könnt ihr das Ventil ausbauen. Da zeige ich euch den Vorherzustand, also den Ist-Zustand beim Ausbau, und danach schauen wir uns an, nach dem Reinigen natürlich, jetzt zeige ich, wie man es reinigt, aber nach dem Reinigen, wie sie dann ausschauen. Das ist vorher, also okay, das AGR-Ventil in Ordnung, aber das Rohr ist schon nicht mehr, ja, schon ein bisschen krustig, knusprig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, finde ich. Ist sauber geworden. Ich habe gesagt, was es braucht. Ein bisschen paar Tücher, nachher trocknen, wenn alles weg ist. Und ja, danke fürs Schauen. Servus und ciao.